Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen, gesunden, alternativen Kosmetik-Rezeptvideo von mir. Sonnencreme soll vor schädlicher UV-Strahlung schützen. Unsere Haut ist jedoch keine undurchlässige Plastikfolie, sie hat Poren und nimmt die Inhaltsstoffe der Sonnencreme teilweise auf. Herkömmliche Sonnencremes enthalten aber viele gesundheitsschädliche Chemikalien, welche über die Haut in den Organismus gelangen und dort unsere Entgiftungsorgane wie Leber, Nieren und Darm belasten. Die in Sonnencremes enthaltenen UV-Filter sind entweder chemischer oder mineralischer Natur. Chemische UV-Filter absorbieren das UV-Licht, während mineralische UV-Filter die Strahlung wie winzige Spiegel ableiten. Die in herkömmlichen Sonnencremes enthaltenen chemischen UV-Filter gelangen ins Blut und Studien deuten darauf hin, dass sie sehr schädliche Auswirkungen haben können. Potenziell krebserregend sind dabei Octocrylin, Octinoxat. Das Wachstum von Krebszellen beschleunigend sind die Stoffe Enzacamen und Avobenzon und Oxybenzon unter anderem. Auch hemmen die schädlichen Substanzen in Sonnencremes das Wachstum von Phytoplankton. Sie schädigen die Meerestiere und die Korallenriffs. Die vielen schädlichen chemischen Inhaltsstoffe in herkömmlichen Sonnencremes gleichen einem Chemiecocktail und schädigen den Menschen, die Tiere und die Umwelt. Und deshalb wäre jedem angeraten, auf Bio-Sonnencreme mit mineralischen UV-Filtern zurückzugreifen oder sich die Sonnencreme einfach selbst herzustellen. Und zwar stellen wir eine Sonnencreme mit mineralischem UV-Filter her, auf der Basis von Zinkoxid, welches jedoch keine Nanopartikel enthält. Das ist sehr wichtig zu erwähnen, weil es auch mineralische UV-Filter gibt, die Nanopartikel enthalten und welche die Hautschichten durchdringen können. Wir fangen damit an, indem wir zuallererst bio-natives Kokosöl hier in die Schüssel geben, und zwar nehmen wir etwa 80 Gramm davon. Kokosöl hat einen natürlichen Lichtschutzfaktor von 7 und es schützt gleichzeitig die Haut vor Bakterien, Pilzen und bis zu einem gewissen Grad auch vor Ungeziefer wie Zecken. Als nächstes geben wir bio-native Shea-Butter dazu, die einen natürlichen Lichtschutzfaktor von 4 hat. Und diese beiden gesättigten Fettsäuren werden wir dann kurz auf dem Herd erwärmen, um sie zum Schmelzen zu bringen. Und dazu stelle ich den Herd schon vorher an und sobald ich dann die Schüssel da drauf stelle, stelle ich den Herd wieder aus, weil die Restwärme ausreicht, sie zum Schmelzen zu bringen. In dieser Zeit geben wir schon mal die flüssigen Öle hier in eine separate Schüssel, und zwar zuerst bio-natives Olivenöl extra. Der natürliche Lichtschutzfaktor von Olivenöl beträgt 7,5. Als nächstes geben wir etwa 100 Tropfen von diesem Bio-Vitamin-E-Öl dazu. Es nährt die Haut, schenkt ihr Feuchtigkeit und schützt sie vor freien Radikalen. Gleichzeitig wirkt Vitamin E als natürliches Konservierungsmittel, damit unsere selbstgemachte Sonnencreme nicht so schnell verdirbt. Als nächstes geben wir das besonders wertvolle Arganöl hinzu in Bioqualität, das der Haut Elastizität verleiht, einen natürlichen Sonnenschutz aufbaut, die Haut vor dem Austrocknen bewahrt und es infizierende Eigenschaften hat. Als nächstes kommt das ebenso wertvolle Bio-Moringaöl hinzu. Der Moringa-Baum wird übrigens nicht umsonst Baum der Unsterblichkeit genannt, weil er ganz besondere Fähigkeiten aufweist. Mehr Einzelheiten dazu gerne in meinem Video zum besten grünen Gemüse-Smoothie-Ersatz. Das Moringaöl hat pflegende Eigenschaften für die Haut, wirkt antiseptisch, antibakteriell und antioxidativ und unterstützt die natürliche Vitalität der Haut. Es regt die hauteigene Regeneration an und aktiviert die Selbstheilung. Es regt die Kollagenbildung in der Haut an und es soll sogar Altersflecken zum Verschwinden bringen können. In jedem Fall ein ganz tolles Öl für die Haut. Dann kommen noch etwa 10 bis 20 Tropfen Teebaumöl hinzu, welches eine stark antimikrobielle Wirkung aufweist und somit auch noch die Sonnencreme etwas konserviert und vor jeglichen Insekten schützt. Und als letztes Öl kommt jetzt noch das ganz besonders tolle Neroli-Öl hinzu in Bioqualität, das der Sonnencreme einen guten Duft verleiht und gleichzeitig auch antibakteriell und entzündungshemmend wirkt. Das aus den Blüten der Bitterorange hergestellte ätherische Öl zählt zu den wertvollsten Ölen der Welt, welches auch verjüngend auf die Haut wirkt. Die 2 gesättigten Fettsäuren Kokosöl und Shea-Butter sind jetzt geschmolzen und jetzt können wir als allerletzte Zutat das Zinkoxid hinzufügen. Und wie wir sehen, besteht es aus Non-Nanopartikeln. Das Zinkoxid ist ein UV-Filter, der UVA- und UVB-Strahlung absorbiert und von der Haut fernhält. Und das Non-Nano bedeutet eben, dass die Zinkoxidpartikel größer als 100 Nanometer sind, in diesem Fall größer als 330 Nanometer und nicht durch die Hautporen in den Körper gelangen können, sondern außen auf der Hautoberfläche bleiben und dort ihrem Job, dem Sonnenschutz, nachgehen. Wir verwenden genau 20% Zinkoxid im Verhältnis zu den Ölen und erhalten damit einen mindesten Lichtschutzfaktor von 20 oder höher.
Man rechnet die benötigte Zinkoxidmenge also aus, indem man die Öle wiegt. Also alles zusammen wiegt bei mir jetzt 213 Gramm, was die Öle betrifft. Und davon 20% ergeben 43 Gramm Zinkoxid, welches ich hinzugefügt habe. Und das Ganze vermischen wir jetzt hier mit dem Milchaufschäumer. Ich würde allerdings lieber empfehlen, die ganze Mixtur mit dem Vitamix zu vermixen, weil sich dann das Zinkoxid viel besser in den Ölen auflöst und hinterher kann man es dann auch besser in die Gefäße abfüllen. Sehr wichtig ist es hier, die Sonnencreme in einem dunklen Glasgefäß abzufüllen und sie dann im Kühlschrank zu lagern. Auf diese Weise, also kühl und dunkel gelagert, hält die Sonnencreme bis mindestens 6 Monate lang. Ich habe sie jetzt in 3 verschiedene große Behälter gefüllt. Den großen Behälter, den bewahre ich weiterhin im Kühlschrank auf, den mittleren auch erstmal eine Zeit lang und den kleinen, den kann ich dann immer benutzen, wenn ich ihn unterwegs benötige, während ich sie über Nacht wieder in den Kühlschrank stelle. Und sobald der kleine Tiegel leer sein wird, werde ich ihn wieder auffüllen aus den größeren Behältern. Man sollte aber wissen natürlich, dass die Creme jetzt im Kühlschrank fest wird, aufgrund der gesättigten Fettsäuren darin. Ungleich einer flüssigen Sonnencreme, wie man sie aus dem Handel gewöhnt ist, aber das macht überhaupt nichts, denn sobald man sie jetzt auf die Haut aufträgt, wird sie gleich wieder flüssig. Da unsere natürliche, selbstgemachte Sonnencreme nur einen maximalen Lichtschutzfaktor von 25 bis maximal 30 aufweist, sollte derjenige, der eine sehr empfindliche Haut hat, zum einen nicht zu lange in der Sonne bleiben und zum anderen immer wieder nachcremen. Aber, und das gilt für jeden von uns, vor allem auch für einen natürlichen Sonnenschutz von innen sorgen, und zwar durch die Carotinoide. Denn die Carotinoide, die wir einnehmen, schützen unsere Haut, genau wie sie es mit dem Blatt oder der Frucht der Pflanze tun, von innen und erhöhen so den körpereigenen Lichtschutzfaktor bzw. verringern die Empfindlichkeit der Haut gegen UV-Strahlung. Carotinoide finden wir in allen rot, orange, gelb, aber auch grünen Lebensmitteln. Vor allem natürlich in roten Paprika, Karotten, aber auch in Spirulina, Chlorella, in Wildkräutern. Diese sich täglich zu entsaften, würde daher schon sehr helfen. Schaut euch dazu gerne nochmal eines meiner grünen Entsaftungsvideos an. Aber zu den wirksamsten Sonnenschutz-Carotinoiden gehört das Astaxanthin, welches auch zu den stärksten Antioxidantien überhaupt gehört. Dieses daher in Form eines Nahrungsergänzungsmittels regelmäßig einzunehmen, wäre grundsätzlich jedem zu empfehlen. Schaut euch gerne nochmal mein Video zum Astaxanthin an. Wir sehen hier jetzt, dass die Sonnencreme fest geworden ist, nachdem sie im Kühlschrank war. Aber sobald sie mit der Haut in Berührung kommt, fängt sie an zu schmelzen und lässt sich daher sehr gut eincremen. Sie hinterlässt auch keinen weißen Film auf der Haut und die wunderbaren bionativen Öle in dieser Sonnencreme, die teilweise auch ihre eigenen Lichtschutzfaktoren mitbringen, tun ihr Übriges, um unsere Haut bestmöglich zu schützen und zu pflegen, sodass wir auf herkömmliche, schädliche Sonnencremes nicht mehr zurückgreifen müssen. Alhamdulillah. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.